Woche 4 meiner Reise zu den ersten 100.000 Euro ist jetzt vorbei. Mein Portfoliowert derzeit bei 38.000 Euro ist angestiegen, aber die Kursgewinne und der interne Zinsboost von 14,83% sind innerhalb einer Woche stark gefallen. Und dann würde ich sagen, nach dem kurzen Intro, pausiert euch gerne den Disclaimer, liest ihn euch in Ruhe mal durch, springen wir in die Wochenansicht rüber und dann schauen wir, was dort passiert ist. Legen wir los. Auf Wochensicht hat mein Portfolio 2% verloren, in Euro sind es minus 774 Euro. Investiert habe ich über 1500 Euro diese Woche. Dazu kommen wir aber später, wenn wir uns die Einzelaktienpositionen anschauen. In der Performance-Grafik sehen wir aber, dass mein Portfolio genauso wie alle anderen großen ETFs hier auf Wochensicht verloren hat. Übrigens, wir verfolgen eine neue Strategie auf diesem Kanal. Wir bewerten Aktien auf fundamentaler Basis. Dazu verlinke ich euch mal gerne die Playliste zu den Einzelaktienanalysen. Und dann würde ich sagen, jetzt gehen wir zu der Analyse des Portfolios mal rein. In der Renditetabelle sehen wir, dass der Januar in diesem Jahr deutlich schlechter läuft wie die Jahre zuvor. Natürlich hat es was mit den Anspannungen zum Thema Grünland zu tun, aber so etwas nutze ich halt gerne aus, um hier neue Positionen oder alte Positionen auszubauen, und deswegen sehe ich das jetzt gar nicht so kritisch. In der Kapitalflusstabelle sehen wir, dass ich im Januar bislang 2.620 Euro investiert habe. Damit liegen wir wirklich über dem Wert, den ich mir als Ziel gesetzt habe, über 1.000 Euro im Monat zu investieren. Und deswegen werden wir jetzt gleich mal klären, welche Aktien ich hier eingekauft habe. Davor schauen wir nur ganz kurz auf die Sektorengewichtungen, und zwar da sehen wir, dass der Informationstechnologiesektor bei uns am höchsten gewichtet ist mit knapp über 25%. Dann kommen Finanzunternehmen mit knapp 16%, die haben leider letzte Woche stark verloren. Nicht-Basiskonsumgüter 14%, Kommunikationsdienste angestiegen 13%. Und dann kommen kleinere Gewichtungen. Aber ich kann dazu sagen, unser Portfolio ist in jedem einzelnen Sektor hier vertreten. Kommen wir jetzt zu den Top-Gewinnern und Top-Verlierern diese Woche. Einmal JP Morgan Chase minus 6,8%. Die sind wirklich weiterhin angeschlagen. Apple 5,2%, Caterpillar auch 5%, Mastercard 4,5%, American Express 3,2% und Realty Income, nachdem sie letzte Woche eine kleine Überraschung im Portfolio waren, starke 3% verloren. Und die Gewinner der Woche, da fangen wir aber von unten nach oben an. Microsoft 0,2%, Meta 0,8%, Linde 1,1%, Coca-Cola 1,4%, Waste Management 2% und United Health starke 4,7%. Jetzt kommen wir endlich zu den Einzelaktienpositionen mal rüber. Kleine Information für alle, die neu auf dem Kanal mit dabei sind. Wir machen das immer in 5er-Schritte, damit ihr nicht den Überblick verliert. Wichtige Information: Diese Woche starten die ersten Unternehmen der Magnificent Seven mit ihren Quartalsberichten, also die werden dann vorgelegt werden. Einmal in 3 Tagen ist es Microsoft, Meta und auch Tesla, und am 4. Tag ist es dann Apple. So, Apple größte Position weiterhin in unserem Portfolio. Die haben aber, das haben wir vorhin schon in den Top-Movern gesehen, richtig stark verloren. Und da habe ich mir überlegt, ob es nicht sinnvoll wäre, hier nochmal ein ausführliches Video auf fundamentaler Basis für Apple zu machen, damit ihr wisst, ob sich Apple jetzt gerade rentiert zum Kaufen. Amazon genau dasselbe, da würde ich so schnell wie möglich ein Analysevideo rausbringen, damit wir alle gemeinsam auf den neuesten Stand der Dinge sind. Alphabet habe ich schon diese Woche analysiert. Ich habe Google wirklich fundamental komplett auseinandergenommen, und ich sehe hier, dass sie weiterhin unser stärkster Performer im Portfolio sind.
und ich werde das Video auch in der Beschreibung euch mal verlinken. Das könnt ihr euch gerne mal anschauen, wenn euch so etwas interessiert, und in der Infobox verlinke ich euch das ebenfalls. JP Morgan Chase. Ja, der Finanzsektor ist weiterhin richtig stark angeschlagen und wir sehen hier, dass wir sogar so weit gefallen sind, dass wir unter dem Wert jetzt sind, wo wir davor eingestiegen sind. Nvidia leicht gefallen diese Woche, aber sie sind eigentlich weiterhin ein sehr stabiler Anker in unserem Portfolio. Und jetzt gehen wir zu den Positionen 6 bis 10 mal rüber. Jetzt kommen wir zu den Plätzen 6 bis 10 und da sehen wir, dass Meta bei mir im Portfolio jetzt auf Platz 6 gelandet sind. Und warum ist es so? Weil ich Meta vor kurzem fundamental bewertet habe. Dazu verlinke ich euch das Video in der Beschreibung und auch in der Infobox. Könnt ihr euch gerne mal anschauen, wie ich fundamental hier Meta bewertet habe. Leider muss ich auch dazu sagen, dass ich um 2 Tage rum zu spät das Geld zur Verfügung hatte, was ich investieren wollte, weil sonst hätte ich hier Meta nochmal deutlich günstiger bekommen können. Jetzt kommen wir zu Microsoft. Ihr habt mich wirklich positiv überrascht. Ihr habt das Video zu Microsoft richtig gefeiert. Dafür danke ich euch vom ganzen Herzen. Das stärkt unseren Kanal hier. Ich werde auch das Video in der Beschreibung und in der Infobox ebenfalls verlinken. Und ich habe auch Microsoft einen Anteil nochmal nachgekauft. Dann Waste Management. Die stabilisieren sich wirklich jetzt gerade sehr stark über 190 Euro. Da bin ich guter Dinge, dass sie in der Zukunft hier steigen können. Novo Nordisk, da habe ich schon vor kurzem auch schon meine Meinung dazu gesagt, dass ich glaube, dass Novo Nordisk sich hier langsam stabilisiert hat. Und da bin ich guter Dinge, dass wir hier in der Zukunft wirklich starke Performance sehen können. Wie gesagt, einer unserer europäischen Werte im Portfolio. American Express aus dem Finanzsektor, leider weiterhin ein bisschen angeknackst, aber da sehe ich in der Zukunft gar keine Probleme. Und dann gehen wir zu den Positionen 11 bis 15. Jetzt die Position 11 bis 15, da sehen wir, dass Linde auf Platz 11 ist. Die sind diese Woche richtig gut gelaufen mit einem Prozentpunkt. Die sind somit sehr stabil geblieben. Chevron eine Woche zuvor richtig stark gelaufen. Diese Woche zumindest keine Verluste nach so einem Lauf erlitten. Also sie haben ihre Stabilität bewiesen. McDonald's eigentlich kaum von der Stelle bewegt und Coca-Cola stark performt. Das haben wir vorhin in den Top-Movern gesehen mit 1,4% nach oben. Übrigens, ich wollte eigentlich zu McDonald's und auch Coca-Cola ein Fundamental-Analyse-Video machen, aber da sind mir leider die anderen Unternehmen wichtiger vorgekommen. Deswegen tut mir leid dafür, falls ihr auf diese Videos gewartet habt. Die werden aber in Kürze dann auch folgen. Und United Health, wie gesagt, vorhin haben wir schon gesehen, 4,7% nach oben rausgeschossen. Da bin ich wirklich interessiert, ob hier United Health früher oder später wirklich Richtung ihrem alten Allzeithoch wieder laufen könnten. Das sehen wir in den kommenden Monaten. Und dann gehen wir jetzt zu den Positionen 16 bis 21. So, bei Visa sehen wir, dass Visa genauso wie die anderen Finanzunternehmen hier stark verloren hat, also JP Morgan Chase und American Express. Zu Caterpillar, die sind wirklich zuvor richtig stark gelaufen und diese Woche haben sie auch ein bisschen Feder gelassen, über 4,5%. Walmart hat sich wirklich, nachdem hier die Nasdaq 100 sie aufgenommen hat, stabilisiert bei knapp 100 Euro. Mastercard genauso wie Visa stark verloren. Reality Income zuvor, eine Woche zuvor, wirklich ein kleiner Überraschungsgast in den Top-Movern gewesen bei uns. Diese Woche wieder leicht verloren und British American Tobacco eigentlich stabil geblieben. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal zu den Dividenden mal rüber. Im Dividenden-Dashboard sehen wir, dass uns das Portfolio bislang 272 Euro an Dividende ausgezahlt hat und die persönliche Dividendenrendite ist noch relativ weit unten mit 0,64%, monatliches Einkommen fast 18 Euro. Im prognostizierten Dividendenkalender sehen wir,
dass uns für dieses Portfolio für dieses Jahr 495 Euro als Prognose ausgezahlt werden. Dann sehen wir, dass im Januar die Unternehmen Walmart und Realty Income bereits die Dividende ausgeschüttet haben und JP Morgan macht das Schlusslicht nächste Woche. Im Februar sehen wir, dass die meisten Unternehmen schon ihre Dividende bestätigt haben. Apple ist da noch ein bisschen hinterher, aber da bin ich guter Dinge, dass auch sie bald die Bestätigung abgeben. Und dann würde ich sagen, war es das jetzt mit dem Wochen-Update-Video. Nächste Woche kein Update-Video für die Woche, sondern ein großes Monats-Update-Video. Und in dem Sinne, schönen Sonntag euch noch und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.